We just survived a fucking avalanche. It's a miracle that nobody's hurt. Es sind nur Wörter gewesen, wenn ich gesagt habe, ich könnte jeden Tag sterben, dort auf den Bergen. Aber wenn du es erlebst, es wird es Wahrheit. Also im Oktober 2025 ich hatte das Ziel, Annapurna 4 zu besteigen, als letzte Vorbereitungstour bevor meine erste 8000er. Und mein Körper hatte ziemlich viel Mühe, sich zu akklimatisieren. Also ich hatte ganz viel Kopfschmerzen für die ersten 3-4 Tage. Am Gipfelpush, wir hatten Schwierigkeiten gehabt. Ich war mit einem Sherpa. Wir sind von Lager 3 angefangen, 6500 Meter etwa. Und es ist ein sehr langer Summit-Push. Echt. Also etwa 4,5 Kilometer und fast 1100 Höhenmeter mit dem Hoch und Runter. Und bei 6800, 6900 hat Nawang, mein Sherpa, ein Problem gehabt. Er hatte Frostbeulen an die Zehen. Und dazu ist noch seine Steigeisen gebrochen. Und wir haben uns getrennt bei 800-900 Meter. Nach etwa 5 Stunden, ich glaube. Und ich bin noch 3 Stunden allein weiter hochgeklettert. Es gab wenig Fixseile, weil wir nicht genug Fixseile hatten bis zum Gipfel. Aber ich bin trotzdem bis 7200 gegangen und danach die Zweifel gehabt. Ja, so wie meine Energie, so wie versucht zu schätzen. Und ich dachte, du hast vielleicht noch 20% Energie, Simon. Reicht das? Und noch bis zum Gipfel und noch runter bis Lager 3, ganz allein ohne Hilfe. Also ich habe die schwierigste Entscheidung müssen nehmen, dass ich das Bergsteigen muss nehmen. Und ich habe es allein müssen nehmen. Ich hatte niemanden, um mir zu empfehlen. Und das war das Schwierigste von der ganzen Spedition. Ça fait 3 heures que je suis tout seul, que j'ai croisé personne. C'est beau. C'est beau. On verra si je retente ce soir. Retour au Basecamp. Also ich habe mir nachher eine Alternative gesucht, weil ich wollte nicht für nichts ins Nepal gekommen sein. Aber es ist eine mega gute Spedition gewesen. Ich habe mega viel Erfahrung sammeln von Sophie und so. Und Sophie hat mir empfohlen Cholatse. Ein Technikgipfel, das 1000 Meter tiefer ist, 6440 etwa. Also in der Nähe auch von Ahmedabad, das ich schon bestiegen habe. Das Wetter war sehr schlecht, die ersten 4 Tage, wo wir nach Basecamp gelaufen sind. Es hat viel geregnet und dort hat es viel geschneit. Die Route zum Camp Ace ist recht einfach. Nur der Schluss bei etwa 5500 bis 5800 ist es recht steil, etwa 50-55 Grad. Und wir haben 2 Stunden, 2,5 Stunden dort an der Wand gebraucht, zum Spuren. Der erste Sherpa, der hatte gespurt, war sogar schon am Pass, also am Camp Ace. Und als wir noch alle 10 Meter unter dem Pass und 10 Meter unter Camp Ace, ich plötzlich die ganze Wand runtergerutscht. Eine riesige Lawine, etwa 40 Meter breit, 1,5 Meter tief. Und wir sind für etwa 300 Meter, wir sind 300 Meter abgerutscht. Und ich war im Lawine. I literally thought I was gonna die. I saw myself dying. I was suffocating. I had snow in my mouth. And I just was thinking so hard, not like that. Not like that. Ich wusste, es war rein Glück. Wenn ich würde am Oberfläche sein, am Schluss,
könnte ich überleben. Aber ich wusste schon während dem Fall, dass wenn ich unten wäre, war es danach fertig. Plötzlich war es alles still und ich habe versucht, meinen Kopf zu bewegen, also wie gelernt. Du musst so wie ein Luftpaket kreieren, eine Lufttasche. Aber der Schnee war so schwer, dass ich eigentlich gar keine Lufttasche kreieren. Mein linker Arm war so blockiert, ich konnte es nicht bewegen, aber zum Glück war mein rechter Arm recht nah von meinem Mund und ich habe versucht, den Handgelenk zu bewegen und ich konnte einen Luftkanal befreien über meinen Mund. Und wenn ich es endlich befreien konnte, das größte Einatmen meines Lebens und mein Puls war, ich weiß nicht, 180 oder so. Und wir sind danach alle runtergelaufen, abgeklettert, niemand hat geredet. Für die 3,5 Stunden bis im Basislager. Ich habe fast angefangen zu weinen nach 5 Minuten. Und danach habe ich mir gleich wie auf einer Annapurna 4 gesagt, das ist nicht der Moment. Und nur mal am Basislager, ich bin so auf die Knie gefallen und voll Tränen. Also nach so einem Erlebnis, ich habe so wie die Nachrichten verstanden und habe aufgegeben. Und komischerweise, ich war nicht einmal enttäuscht. Es ist wirklich immer nur jetzt, es ist nur die Dankbarkeit, am Leben zu sein. Ich habe gelernt, wie umzukehren. Ich habe gelernt, wie aufzugeben. Wenn der Wind nicht passt, dann versuch nicht einmal. Und ich habe gelernt, dass ich war vielleicht zu wenig ausgebildet im Lawinenbereich. Ich hatte mir psychologisch, physikalisch gut vorbereitet. Aber ich denke, du musst nicht nur einfach durch die Elemente und durch den Tiefschnee stoßen und so. Es ist mein erster Unfall in 6 Jahren. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt ruhig für 5 oder 6 Jahre, aber es ist so wie Teil von dem russischen Roulette, dass ich gesagt habe, dass ich akzeptiere zu spielen. Die Erfahrung hat mich mega verändert. Also, ich wurde verändert in dem Sinn, dass jetzt, wenn ich etwas machen will, ich denke nicht ein zweites Mal. Wirklich nur, weil ich gemerkt habe, es ist ein bisschen Klischee, ich weiss. Es ist mega Klischee, aber diesem Satz, dein zweites Leben beginnt nur, wenn du merkst, du hast Nummer 1. Ich habe es echt erlebt. Ich habe es Near-Death Experience gelebt und ich denke, du kannst es nie verstehen, bis du es echt erlebt hast.